Hast du eine Ahnung, welcher Lerntyp du bist? Also wie du am besten lernen kannst? Oder weißt du, welcher Lerntyp dein Kind ist? Okay, nach pädagogischen Modellen gibt es 4 verschiedene Lerntypen. Der erste Typ, das ist der auditive Lerntyp. Das ist also der Typ, der vor allem durch das Gehör lernt. Das heißt, wenn man ihm etwas vorliest, wenn der Lehrer einfach etwas erklärt oder auch wenn man Selbstgespräche führt oder einfach das Ganze nochmal laut wiederholt. Der zweite Typ, das ist der visuelle Lerntyp. Das heißt, er muss alles sehen. Das Auge ist hier das Sinnesorgan, das gereizt wird. Also, du brauchst irgendwelche Texte, die du verarbeitest. Du brauchst Bilder, die du sehen musst, um es zu verstehen. Oder irgendwelche Skizzen oder irgendwelche Mindmaps, wo einfach die Zusammenhänge gut dargestellt sind. Der dritte Typ, das ist der motorische Lerntyp. Das heißt, der muss alles anfassen, um es zu verstehen. Der muss Experimente machen, alles irgendwie ausprobieren. Und dann gibt es den vierten Lerntyp, das ist der kommunikative Lerntyp. Das heißt, der muss alles nochmal erzählen, der muss in Lerngruppen gehen und sich austauschen oder der muss das Gelernte irgendwie aufbereiten und als Präsentation auch mal wiedergeben. So, und jetzt kommt das Coole. Du oder dein Kind, ihr habt alle 4 Lerntypen in euch. Ja, das heißt, ihr könnt alle 4 Lerntypen auch mal ausprobieren. Also wenn du dann etwas lernst oder mit deinem Kind gemeinsam lernst, achte darauf, dass nicht nur dein Lerntyp im Fokus steht, sondern dass ihr auch die anderen Lerntypen mit einbezieht. Also wenn du ein visueller Lerntyp bist, dann lese es natürlich oder schau dir das Bild an, aber dann versuch es auch mal wiederzugeben oder zu reproduzieren und niederzuschreiben oder dich mit jemand anderem darüber zu unterhalten. Es ist nämlich so, und das ist wichtig, jeder Sinneseindruck wird in einem anderen Bereich deines Gehirns abgelegt. Also wenn du unterschiedliche Sinne beim Lernen gebrauchst, dann hast du den Stoff mehrfach kopiert und an unterschiedlichen Stellen abgelegt. Und somit merkst du es dir viel einfacher, viel besser und viel langfristiger. Also denk beim nächsten Lernen daran und probier es aus. Bis dann. Ciao.